Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen, Uli. Hallo Lisa, schön, dass ich mit dabei sein kann. Der Parteitag ist jetzt in vollem Gange. Wie nimmst du die Stimmung hier wahr? Genau so, ich muss so sagen, wie ich es mir gewünscht habe, aber wie wir es uns alle auch erwartet haben. Einfach eine ganz, ganz tolle Aufbruchsstimmung. Also ich meine, wir wählen hier heute einen neuen Bundesvorstand, das ist völlig in Ordnung. Da gibt es immer auch beim Personal. Natürlich wird heute eine gute demokratische Entscheidung getroffen. Aber was hier alle eint, und das ist auch genau die Grundlage unseres Erfolges in der AfD, ist einfach der Wunsch hier, etwas Gutes für dieses Land herbeizuführen. Alle halten hier zusammen, alle stehen zusammen. Es war eine ganz tolle Stimmung, auch menschlich vorhin. Es war ein Gänsehaut-Feeling vorhin auch bei diesem Video und das habe ich von der ersten Minute, als ich hier reinkam, bis jetzt natürlich gemerkt. Also hier herrscht einfach eine Aufbruchsstimmung, alle ziehen an einem Strang und genau das ist die Grundlage, mit der wir unser wunderschönes Land hier vom Kopf auf die Füße stellen können. Vom Kopf auf die Füße stellen, da sprichst du ja gerade was Richtiges an. In 2 Wochen ist bei euch der Startschuss für die Vision 26 in Magdeburg mit dem großen Wahlkampfauftakt. Mit Blick auf die Stimmung in Sachsen-Anhalt, warum ist dein Land, Sachsen-Anhalt, in diesem Jahr bereit für die politische Wende und für Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund? Erstmal ganz wichtig, unser Land, ja, auch all das, was ich gerade machen kann. Übrigens ganz vielen Dank an die Unterstützung hier auf allen Ebenen, ist ja nur möglich, weil wir genau das leben, was wir heute auch hier bei diesem Parteitag leben, weil wir halt zusammenhalten, weil wir zusammenstehen und weil wir auch alle mal persönlich zurückstecken im Sinne der großen Sache. Das macht mich stolz auf die Alternative für Deutschland, das macht mich generell stolz, dass wir hier einen großen Unterschied auch zu vielen anderen politischen Akteuren in diesem Land haben, weil wir einfach den Idealismus haben und die Liebe zum Land und das Herz am rechten Fleck. Und das ist die entscheidende Grundlage auch in Sachsen-Anhalt. Wir wissen, das, was wir hier machen, das wird nicht einfach, das ist klar, aber wir wissen auch, dass man dafür ein starkes Fundament braucht. Und das haben wir geschaffen, indem wir halt diese Struktur aufgebaut haben. Das gilt aber auch für die anderen Bundesländer. Ich war nicht nur in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, ich war jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern, ich war in Berlin und muss sagen, das gilt für alle Bundesländer. Überall ist dieses Fundament geschaffen worden, überall haben wir uns professionalisiert, überall haben wir uns auf die Aufgaben vorbereitet. Wir sind nun mal die mit dem ersten Wahltermin und deswegen hoffen wir, dass wir auch den Kollegen mit dieser historischen Wahl in Sachsen-Anhalt natürlich nochmal Rückenwind geben können. Und letzter Satz, mein Interesse ist es ja, dass ich auch nicht dieses Jahr nur einen Rundfunkstaatsvertrag kündige, sondern dass wir gemeinsam vielleicht schon 2 oder sogar 3 kündigen können. Du bist ja auch sehr viel im Land unterwegs. Wer dich in den sozialen Netzwerken verfolgt, der sieht das. Ja, nicht nur die Bürgerdialoge deiner Landtagsfraktion, sondern du bist auch in der Gießerei unterwegs oder begleitest Leute halt auch in ihrem Berufsleben. Was ist denn die Stimmung, die du im Land wahrnimmst? Welche Themen bewegen die Leute aktuell am meisten? Also, dass sehr viele das kritisch sehen, was hier passiert, das wissen wir. Das ist natürlich, ich sag mal nichts Neues, aber das wird immer stärker. Was aber jetzt neu dazugekommen ist und was wirklich spürbar ist, ist einfach wieder diese Aufbruchsstimmung, dieser Optimismus. Und sehr viele sagen, sie schöpfen wieder Hoffnung. Das ist auf der einen Seite natürlich traurig, dass wir überhaupt in unserem Land in so eine Situation gekommen sind, dass man sagen muss, man muss Hoffnung schöpfen. Auf der anderen Seite ist es einfach wahnsinnig toll, weil die Leute wieder eine Perspektive haben und sehen, es gibt die Chance, dass wir dieses Ruder rumgerissen bekommen. Es gibt die Chance, dass wir jetzt auch bald dieses Ruder rumgerissen bekommen. Und das ist einfach eine ganz tolle auch Motivationslage im Volk, bei den Leistungsträgern, bei den Menschen, die diese politischen Umstände natürlich immer ausbauen müssen, weil Politik kommt ja nun mal irgendwo an und deswegen gehe ich ja gerade in diese Berufe, wo es hart ankommt, wo die diese ganzen Zustände ausbauen müssen und möchte den Leuten ja auch eine Stimme geben, damit jeder einfach sieht, hier fällt kein Steuergeld vom Himmel, dafür muss man hart arbeiten und jemand muss dafür etwas leisten. Und an der Seite dieser Menschen stehen wir, das werden wir auch weitermachen und deswegen werden wir weiter den Mut zur Wahrheit haben, das aussprechen, was ausgesprochen werden muss, gepaart aber mit der ganz klaren positiven Vision für dieses Land, das ist die Vision 2026 und mit dieser guten Kombination aus einer Lösungsperspektive und einer tollen Grundstimmung geht es voran in diesem Land. Welche Botschaft möchtest du an die Leute senden, die sagen, ich bin unzufrieden mit der aktuellen Politik der Altparteien, aber der AfD, der traut es jetzt doch noch nicht so ganz zu? Na, das liegt ja insbesondere daran, dass wir ja immer noch mit einer riesengroßen Desinformation zu kämpfen haben. Das weiß jeder, der mal im Bereich der Öffentlich-Rechtlichen mal reinschaut. Das ist einfach nicht fair, was wir haben. Das sagen wir ja seit 10 Jahren. Wir wollen ja nicht irgendwie bevorteilt werden, aber wir wollen einfach nur neutral behandelt werden. Das gibt es aktuell nicht. Deswegen ist ja dieser Schwerpunkt auch bei uns ganz groß im Programm, diesen Zwangsbeitrag endlich abzuschaffen, den ersten Schritt dazu einzuleiten. Aber ich kann einfach nur jeden einladen, sich ein eigenes Bild zu machen. Hier muss niemand Angst haben vor einer AfD-geführten Regierung. Ganz im Gegenteil. Wir wollen auch nicht alle Ausländer abschieben, so ein Blödsinn. Wer sich hier benimmt, wer mitmachen möchte, ist doch herzlich willkommen. Wählt übrigens oftmals auch AfD. Und das sind einfach diese ganzen Vorhaltungen, die ganzen Märchen, die hier im Bereich der Desinformation über uns kolportiert werden. Und deswegen öffnen wir ja gerade viel mehr Menschen die Augen, weil wir eben ein ganz
ganz nahen, ich muss sagen, nahen Wahlkampf haben, also nah am Menschen in den kleinsten Dörfern, kleinsten Städten, dass sich einfach jeder einen eigenen Eindruck machen kann. Und kurz noch Werbung in eigener Sache, das hier ist halt wahnsinnig wichtig. Eine eigene Aufklärungsarbeit, eine eigene Medienarbeit. Also teilt gerne immer diese Kanäle, teilt an alternative Medien. Es ist einfach wichtig, dass wir den Menschen, die immer noch auf das reinfallen, was man in dem Fernsehen erzählt oder in der Zeitung, einfach die Augen öffnen und dass sie sehen, was hier hinter den Kulissen los ist, was ihnen eigentlich selbst vorenthalten wird und in welche Zukunft sie ihre eigenen Kinder und Enkelkinder leider schicken. Und das möchten wir nicht. Ganz kurz noch mal zum Abschluss. Wir haben es ja vorhin schon gesehen in diesem Film, gleich zu Beginn des Parteitags. Das Motto ist hier an diesem Wochenende Neustart für Deutschland. Wieso kann denn der Neustart für Deutschland nur mit der AfD gelingen? Es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, schlimmer als jetzt kann es ja gar nicht mehr laufen, aber das ist nicht unser Anspruch. Es ist der erste große Unterschied und das sieht man auch als Parteitagen wie diesen hier. Das ist halt ein Querschnitt der Gesellschaft. Hier sind keine Berufspolitiker, die einen Klassiker, das sage ich ja immer wieder, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal gemacht haben. Das sind alles Leute, die selbst gearbeitet haben, die Wertschöpfung betrieben haben und die wissen, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen. Und die auch schon seit 10 Jahren hier bewiesen haben, dass es auch, wenn es mal Gegenwind gibt und wenn es turbulent wird, trotzdem treu für ihr Land hier aufopferungsvoll zur Sache stehen. Und einfach diese Kombination aus dieser Pflichtbereitschaft, dieser Liebe zum Land und diesen einzigartigen Lösungskompetenzen. Guckt doch einfach mal in unser Programm rein, da steht doch alles drin. Und klar suchen die das Haar in der Suppe. Aber die große Linie, die positive Vision für dieses Land, die gibt es nur mit der Alternative für Deutschland. Und deswegen setzen ja immer mehr Bürger Vertrauen in uns und deswegen sind wir hier auf dem richtigen Weg. Herzlichen Dank an der Stelle, Ulrich Siegmund. Wir sehen uns aber auch schon bald wieder, nämlich in 2 Wochen bei eurem Wahlkampfauftakt. Da berichten wir nämlich auch wieder live. Ja, Plätze gibt es übrigens noch, sehr wenige. Also seid schnell, meldet euch noch jetzt rechtzeitig an. Infos dazu gibt es auf meinen Kanälen. Guckt einfach mal rein und ich würde mich freuen, wenn wir uns in Magdeburg persönlich sehen. Bis dahin.